Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video zeige ich, wie man so eine Tasche Diana häkelt. Die ist sehr geräumig, hat viel Platz, so sieht das innen aus. Ich habe 2 Farben ausgesucht. Sie können auch in einer Farbe alles häkeln oder umgekehrt alle 4 Teile in verschiedene Farben. Sieht auch toll aus. Wenn in eine Farbe gehäkelt, dann kann man das problemlos wenden und dann wird das auch als Wendetasche benutzt. So, die Abmessungen zu dieser Tasche sind: in die Breite ist 41 cm, die Griffe sind 33 cm, die niedrigste Stelle von der Tasche 22 cm und der Boden 29 x 29 cm. Außerdem, Sie können entscheiden, mit welchen Griffen wird diese Tasche sein. Einmal gehäkelte Griffe oder kann man auch so welche Kunstledergriffe besorgen, sieht auch schön aus. So. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen habt und irgendwelche Aufregungen, schreiben Sie mir auf WhatsApp, das geht am schnellsten, oder E-Mail geht auch und ich helfe euch. Mein Ziel ist nicht nur die Anleitung zu verkaufen, sondern auch euch den ganzen Weg bis zur fertigen Tasche zu begleiten. Und ich werde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie eure fertige Taschen fotografieren und mir ein Bild zu senden, zum Beispiel bei Instagram als Kundenfoto zu präsentieren. Dann werde ich mich sehr, sehr freuen. Na, fangen wir an. Die Materialien für diese Tasche, welche ich benutzt habe: einmal Cotton Cord in 3 mm von Firma Krobeck. Wenn man in eine Farbe häkelt, 3 Stück reicht davon. Wenn man in 2 Farben wie meine Tasche hat häkelt, dann von einer Farbe 2 Stück und von anderer Farbe 2 Stück. Es bleibt genug übrig noch, kann man eventuell auch eine Handytasche häkeln oder so, oder egal was ihr wollt. Kann man klar auch andere Hersteller Garn benutzen, zum Beispiel von Babini. Im Video erkläre ich und zeige Unterschied direkt und wie muss man das alles ausrechnen, ausmessen. Und von Babini in eine Farbe reicht auch auf jeden Fall 3 Knäuel. In 2 Farben dann 2 Knäuel in eine Farbe und 2 Knäuel in andere Farbe. Es ist auch möglich aus Polypropylencord und so weiter, aber dann müsst ihr selber ausrechnen. Das erkläre ich auch im Video, wie man das macht. So, dann habe ich Häkelnadel Nummer 5 benutzt. Eine Wollnadel braucht man, Maschenmarkierer, passende Nähgarn mit Nadel, Maßband, Schere. Außerdem, wenn ihr euch entschieden habt zum Kunstledergriffen, 2 Stück Kunstledergriffe davon. So. Und auf Wunsch kann man auch Magnetknöpfe nähen und auch Innenfutter. Die Tasche besteht aus 4 Teilen. Ich habe extra das so ausgewählt in 2 Farben. Sie können entscheiden am Anfang, welchen Griff wollt ihr. Einmal gehäkelte Griff oder eine aus Kunstleder Griff zum Annähen. So, wer entscheidet sich für diese Variante, der häkelt nur 4 gleiche Stück, nur diese 4 Stück. So, wer entscheidet sich für
Variante mit gehäkeltem Griff. Der macht 2 gerade Stücke und 2 Stücke mit Griff. Alle Abmessungen stehen in Beschreibung und fangen wir an. Man kann auch das Garn anderer Hersteller verwenden, nur werden sich die Maße von fertiger Tasche von der Tasche aus der Anleitung unterscheiden. Grundsätzlich ist es auch möglich, die Tasche aus ganz anderem Garn häkeln, zum Beispiel aus Polypropylenkord, aber dann müssen Sie selber ausmessen. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. So, da als Beispiel habe ich ein Stück von Babini-Garn gehäkelt, 3 mm, aber dieses Garn ist mit Innenkern. Zum direkten Vergleich zu diesem Krobe-Garn können Sie nachsehen. Das ist mit Innenfüllung, das ist ohne Innenfüllung. Aber beide sind 3 mm. So, dieses Stück ist genau dasselbe Maschenanzahl, 17, so wie hier bei meiner Tasche. Und der Unterschied sieht man direkt. Es ist ungefähr 3 cm in die Breite Unterschied, obwohl die Maschenanzahl sind selber. So, wie könnt ihr das ausmessen? Wie viel Maschen zum Beispiel für dieselbe Taschengröße wie bei mir brauchen Sie, aber mit anderem Garn? Zum Beispiel hier nehmen Sie Babini Garn oder egal welche Firma, 3 mm, und häkelt als erstes ein Musterstück. Ich rate so mit 15 Maschen ungefähr und in die Größe so 10 cm. Das reicht auf jeden Fall. Dann müsst ihr messen, wie viel Maschen in 10 cm wird. So, zum Beispiel hier bei diesem Stück habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also in 10 cm 10 Maschen. Dann rechnen wir aus. Ein bisschen Mathematik. Wir haben ausgemessen, dass es in 10 cm 10 Maschen sind. Diese 10 Maschen teilen wir durch diese 10 cm und finden raus, wie viele Maschen in 1 cm sind. Es ist genau eine Masche, gehört 1 cm. So, dann mein Häkelstück hier 14 oder 14,5, je nachdem, wie man das zieht, messen. Ich habe 14 genommen. 14 cm mal diese Maschenanzahl ist 14 Maschen. Das heißt, mit diesem Garn könnte ich häkeln 14 Maschen. So, dann in meinem Beispiel hier mit Krobe Cotton Cord habe ich in 10 cm 12 Maschen und weiter ausgerechnet 12 durch 10 cm sind 1,2 Maschen in 1 cm drinnen. So, da ich brauche auch 14 cm in die Breite hier, dann mache ich diese 14 cm mal 1,2 Maschen, diese Zahl. Und komme ich auf diese 16,8 raus. Abgerundet das 17 Maschen. So, und am Ende 14 bis 14,5 cm, wie gesagt, kommt es hier raus. Also, ich häkel mit 17 Maschen. Und bevor wir anfangen, zeige ich noch, wie ich diese Maschen, Festmaschen häkeln. Und zwar hier Beispiel. Von hier bis hier ist ganz normale Maschenhäkeltechnik.
und die hinterlässt so an die Seiten solche Striche. Und von hier weiter hoch habe ich gehäkelt, wie in dieser Anleitung zeige ich, da sind keine Striche mehr. Es sind nur gleichmäßige Bild. So, diese Technik kennt jeder. Da häkelt man ab zweite Masche nach dem Luftwendemasche und so weiter. Und wie häkelt man das, zeige ich genau jetzt. Es wird 17 feste Maschen sein, aber Luftmaschenkette zuerst brauchen wir 18 Maschen. So, eine Knote und ab jetzt zählen. 1, 2, 3 und so weiter, bis man 18 Maschen hat. So, fertig, 18 Maschen. Jetzt dreht man das rum zur Seite und schauen Sie bitte hier, diese Stellen, in die werde ich häkeln. Nicht wie gewöhnlich hier in diese Wand, sondern in diese Stelle, die hinten sind. Das. So, direkt unter die erste Masche, da, diese erste Stelle. Geht man da rein, zieht man eine feste Masche raus. Fertig. Dann die nächste. Ups. Ein bisschen schwer, alle erste Reihe. Dann zieht man raus. Und so weiter, bis man alle 18 Maschen durchgehäkelt hat. Die letzte Masche, die letzte Stelle, das ist Nummer 18. Und jetzt eine Luftmasche zum Wenden und dreht mal rum. So, hier haben wir aktuell 18 Maschen. Wir brauchen 17. Ab jetzt wird immer gehäkelt. Schauen Sie bitte hier am Anfang. Diese Masche bewegliche, die zählt man nicht, sondern schaut weiter. 1, 2 und unter die dritte häkelt man immer die erste Masche. Unter die 2 Faden durchziehen, feste Masche häkeln. Und jetzt zurück 17 Maschen. Das war Masche Nummer 1. 2, 3, 4, 5, 15, 16 und die allerletzte, schauen Sie bitte hier, genau die 2 Faden, das allerletzte Masche. 17. Eine Wendeluftmasche und dreht man rum. Genau wie vorher häkelt man, zählt man nicht. 1, 2, in die dritte. So. Und so weiter. Bis am Ende 15 war, jetzt 16. Und die allerletzte Masche, die versteckt sich so hinten. Schauen Sie, da 1, 2 Faden. Die und diese Faden. Das ist Masche Nummer 17. Und es wird immer so am Ende praktisch schon ein bisschen an die Seite stehen. 17 und Wendeluftmasche. So, wer nicht ganz sicher am Anfang ist, kann die Maschen nachzählen. Und zwar hier, schauen Sie, das war Luftmasche, die zählt man nicht.
man zählt tatsächlich, welche war erst gehäkelt. Also ab hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17 gehäkelte. Das ist eine Luftmasche. Dreht man rum und weiter. Das zählt man nicht. 1, 2, in die dritte häkelt man. So. Und so weiter. Ab jetzt wird nichts mehr Neues gehäkelt. Nur hin und zurück mit 17 Maschen. Wer hat sich für die Variante mit Kunstledergriff entschieden? Der häkelt so welche gerade Stücke 4-mal. Also das heißt, in die Breite, klar, 14 bis 14,5 wird, in die Länge, wie gesagt, 46 cm und 65 Reihen. So, 4 Stück davon. Wer allerdings häkelt, so wie ich, mit gehäkeltem Griff, dann als erster häkelt so welche 2 Stück nur und so welche auch 2 Stück. So. Das wird gehäkelt genauso gleich wie die andere, nur bis Reihe 61. Ihr zählt nach, wie viel das sind Reihen und ich messe das in Zentimeter. Es ist ungefähr 43 Zentimeter und es sind 61 Reihen. So, bei Reihe Nummer 61 am Ende kommt er hier, genau wo dieser Anfang war, an dieser Seite, und macht er bitte keine Luftwendemasche. Dann häkeln wir weiter zusammen. Die Reihe 61 ist fertig, am Ende keine Wendeluftmasche und Arbeit habe ich beendet an die Stelle, wo Anfang war, an die Seite. So, wie man die Reihen zählt, ist auch einfach. Ich zähle nach doppelte Reihen, hier Päckchen. Es sind genau 30 Päckchen und diese allererste 1. Das heißt 30 mal 2 60 plus 1 61 Reihen. In die Länge ist es ungefähr 43 cm. So, jetzt müssen wir Griff formen. Ab hier, ich habe so ausgerechnet, dass ich brauche ungefähr 40 Luftmaschen. Wie man das ausrechnet, genau wie vorher mit diesen Maschen in 10 cm. Da habe ich 1,2 Maschen in 1 cm bei diesem Häkelstück. So, da möchte ich meinen Griff ungefähr 33 cm haben. Dann mache ich diese 33 mal diese Zahl 1,2 Maschen und es ist ungefähr 39,6 Maschen, abgerundet 40 Maschen, 40 Luftmaschen. Sie können selber entscheiden, ob der Griff länger oder kürzer umgekehrt sein soll und dann entsprechend das ausrechnen. So, wie wird man das Griff weiter häkeln? Es geht auch mit Hin- und Rückreihen. Ab hier 40 Luftmaschen häkeln wir. Dann kommen wir zurück und die nächste Reihe wird hier eine Abnahme sein. Und hier wird eine Zunahme sein. Und so wiederholt sich zweimal. Zweimal Abnahme, zweimal Zunahme. Das ergibt eine anatomisch richtige Griff, weil die Eck von die
diese Tasche so wird nach oben schauen. Und das wird auf andere Seite dann angenäht. Und wird das gerade aussehen. Mir an. So, ab hier 40 Luftmaschen zählen. 1, 2, 3 und so weiter. Luftmaschenkette aus 40 Maschen sind fertig. Jetzt einmal umdrehen auf die andere Seite. So. Und jetzt in die Richtung häkelt man zurück, genau diese 40 Maschen, bis diese Stelle. Hier wird erste Abnahme sein. So. Gehäkelt wird in die Stelle, obere Maschenwand. Diese und diese Stelle bleibt unten und gehäkelt wird nur unter der einen Faden. Hier. So. Einfachste feste Masche häkeln. So. Und ihr häkelt weiter bis eine Masche vor dieser Stelle. So sieht das aus. Alle letzte Luftmasche habe ich gelassen. Jetzt machen wir eine Abnahme. Einmal in die Maschen rein, halten, in die nächste Masche, genau wie vorher, jetzt unter die 2 Faden rein und alle 3 auf einmal häkeln. Weiter wird es einfach gehäkelt wie vorher. Keine Abnahme, keine Zunahme. Bis hierhin. Dann dreht man rum und häkelt man wieder hierhin zurück. So, da bin ich jetzt am Ende, Reihe Nummer 62. Ein Wendeluftmasche habe ich schon fertig gemacht. Einmal drehen. Jetzt wieder in diese Richtung häkeln wir. Und zwar diese ganze Reihe Nummer 63 häkelt man einfach weiter bis ganz alle letzte Masche. Und hier wird eine Zunahme sein. Also in die letzte Masche werden 2 Maschen gehäkelt. So, selbstständig weiter bis zu Ende häkeln. Ich habe noch 2 Maschen zu häkeln. 1. Und in die zweite, allerletzte Masche mache ich Zunahme, 2 Maschen in einer Stelle. 1, 2 und wende Luftmasche und drehen wir wieder. Jetzt Reihe 64 wird genau wie die Reihe Nummer 62 sein. So, wie immer. Einmal überspringen und in die dritte rein. So. Und so weiter, bis man an die Stelle ankommt, wo die Abnahme werden wieder sein. So, häkelt so weiter, bis eine Masche vor dieser Stelle ist. Also bis hier. Jetzt bin ich an dieser Stelle. Wie man diese Masche findet, wo man Abnahme machen muss, schauen Sie bitte hier. Die Reihe vorher, hier war eine Abnahme. Dann gerade nach oben schauen, diese Masche wird Nummer 2 sein und eine Masche vorher, das ist die Masche Nummer 1. Also die 2 Maschen häkelt man zusammen. So, einmal rein, einmal hier rein und alle 3 auf einmal häkeln. So, noch eine Abnahme und weiter bis zu Ende. Das war die Reihe Nummer 64. Habe ich bis zu Ende gehäkelt, Wendeluftmaschen. Drehen wir um und jetzt wird alle letzte
Reihe sein, Reihe Nummer 65. Die häkelt man, wie Reihe Nummer 63 war, ganz durchhäkeln bis am Ende, allerletzte Masche, 2 Maschen in einer Stelle, eine Zunahme machen. So, ihr häkelt weiter. So, ich habe noch 2 Maschen zu häkeln, eine einzelne und allerletzte, hier kommen 2. Und noch einmal. So, fertig. Arbeit ist beendet. Jetzt lasse ich ungefähr 50 cm oder weniger vielleicht zum Griffe annähen. So, rausschieben. So, fertig. Wenn alle 4 Teile gehäkelt sind, dann muss man die alle verbinden. So, ich habe so eine Schema vorbereitet. Schauen Sie hier, da sind Zahlen und das ist Reihenfolge, wie man das als erste legt, das zweite und so weiter. So, wer häkelt ohne Häkelgriff, der legt auch genau wie hier. Wer häkelt mit gehäkeltem Griff, passt auf, dass der Griff gegen Uhrzeiger liegt. Genau wie auf diesem Schema. So, die untere, diese Stellen hier, das ist Anfang, wo wir angefangen haben. So, die kleinen Endstücke können Sie sich orientieren. Und oben, hier ist klar, Griff und hier, das ist das oben. Habe ich ein bisschen Garn gelassen. So, verbinden, da sind grüne Stellen, ich habe markiert. Diese Stelle muss man vernähen. Also ist egal, von wo können Sie das anfangen, von unten nach oben oder von hier bis hier, ist egal. Hauptsache, die alle diese grüne markierte Stellen werden zusammen gehäkelt. Das heißt, diese Stelle zu dieser Stelle gegenüber, diese zu dieser und so weiter. So, ich habe mit Maschenmarkierer zusammen gemacht und hier, wie gesagt, das ist die grüne Stelle, wo muss man zusammennähen. Dann kommt man auf die Seiten hier und geht man so hoch. So, man kann einfach orientieren, Masche zu Masche liegt gerade, oder ich mache immer lieber auf Nummer sicher und zähle immer Reihen nach, wo das allerletzte Stelle zum Vernähen ist. So, und mit meiner Maschenanzahl, das sind 22 Reihen. Das heißt, von hier bis nach oben, bis zu diesem ersten Griff, von unten bis oben, habe ich 22 Reihen. So, ich habe nach Päckchen gezählt, wie immer. Und hier nicht vergessen, das ist Reihe Nummer 1. Deswegen hier geht nicht zwischen diese Reihen, sondern direkt in die Mitte. Also, ihr könnt auch einzelne zählen. 1, 2, 3 und so weiter. Es soll 22 Reihen sein. Dann hier, ich zeige besser hier. Hier sind 22 Reihen. Dann hier wird genau dasselbe Anzahl sein. Hier zählt er von oben nach unten. Also von dieser Ecke bis nach unten. Es ist genau auch 22 Reihen. Damit man dann diese Stelle und diese Stelle gleich hat und verbindet das miteinander.
So geht auch auf die andere Seite. Genau hier von oben bis unten gezählt 22 Reihen und hier von Anfang bis oben 22 Reihen. Also ihr könnt einfach nach dem Schema orientieren und eventuell auch mit Maßband nachmessen. Aber wenn ihr genug Maschenmarkierer habt, am besten alles zusammen verbinden. Unten habe ich schon verbunden und dann auch so an die Seite drehen. An die Stelle habe ich markiert 22 und dann irgendwie so in die Mitte noch verbinden, damit das sicher, das hier gehört zusammen. So. Wer kann auch ohne das orientieren, ist auch okay. So, verbinden kann man mit Kettmaschen. Wie mache ich? Ich zeige weiter. Oder kann man einfach mit Wollnadel, so wie hier habe ich angefangen mit Wollnadel zu nähen. In jede Masche zu Masche, dann entsteht so welche Striche. Und dann kann man noch weiter nähen. So, ich zeige, wie ich mit Kettmaschen alles zusammen verbinde. In meinem Beispiel mit 2 Farben, ihr könnt auch entscheiden, ob dunkle Farbe auf hell noch kommt oder umgekehrt hell auf dunkel, dass ein bisschen Kontrast wird hier und kann man auch so verbinden. Und ich habe hier oben ein bisschen Garn gelassen, deswegen häkel ich erst damit. So, ich fange beim Nummer 4 an. Hier habe ich 22 Reihen abgezählt. Da ist der Maschenmarkierer. Und bis dahin erst häkle ich Kettmaschen hier bis diese Stelle. So. Es geht hier einfach. In jede Reihe ist so ein Strich und hier ist die erste. Ich werde in hintere Wand häkeln immer. Also das heißt hier in dieser Stelle. Da. Einmal Kettmasche ziehen und direkt in die nächste Stelle hier nur eine so welche Faden und durch die erste ziehen. Dann hier sind schon 2 in hintere rein und durchziehen. Dann hier ist nur eine. Durchziehen. Und so weiter in hintere und in diese eine. Es wird quasi wie ein Abschluss sein mit Kettmaschen und entsteht dasselbe Zopf wie hier. So sieht das aus, so sieht das ohne Kettmaschen. Ihr könnt das auch machen, muss man das aber nicht. Ich finde, das einfach sieht schöner aus. Und so weiter bis die markierte Stelle. So, ich habe von hier, von dieser Ecke bis markierte Stelle mit Kettmaschen gehäkelt. Jetzt werde ich diese Markierstelle zusammenbringen mit die erste Teil, diese Ecke. Es sind genau 22 und hier 22 Reihen. So, das ist die Markierstelle. Und hier diese Ecke. So. Das kommt so zusammen. Und jetzt schauen Sie, die alle erste Reihe, hier war alle erste Reihe und genau an dieser Reihe hier, diese Stelle, wo man
reintauchen muss. Also Maschenmarkierer mache ich ab und fange ich hier an beim helleren Teil. Ich gehe wie vorher da rein, dann genau an dieser Stelle gegenüber und ziehe ich den Garn durch. So. Dann in die nächste, genau dasselbe hintere Wand wie vorher und hier genau das, was liegt näher zu uns. Genau das auch praktisch hintere Wand von anderer Seite, wenn man das schaut. Und zieht man auch durch alle drei. So. Und wird dann das verbunden. Jetzt hier oben eine nur. Hier ist auch genau dasselbe eine. So. Und zusammen. Und so weiter. Hier eine und da ist eine. Und dann entsteht so ein Zopf, das geht durch die ganze Tasche. So. So sieht das aus. So sieht das von der Seite aus, mit so einen Strichen. Wenn ihr häkelt alles in eine Farbe, es ist klar alles bündig und dann sieht man diese Striche nicht mehr so. So. Und einfach weiter. Immer hintere Wand von hier, was näher von hier und zusammen durchziehen. Wo einzelne, dann ist einzelne. Hier und da ist auch einzelne. Und weiter zusammenziehen. So. Und so weiter häkelt ihr runter. So. Ich bin jetzt gerade hier. Ich habe das und das zusammengeführt. Und verbinde ich jetzt so runter. Wo ich das hier ankomme, dann häkle ich geradeaus hier und dann verbinde die Nummer 2 und Nummer 3 zusammen und komme ich hier am Ende. So, wie gesagt, es ist egal, von welcher Seite Sie anfangen. Ihr könnt auch einzelne hier und da zuerst machen und danach auch diese Teile, wie ihr wollt. Aber es ist praktisch, weniger Knoten zu haben, von einer Seite zum Beispiel zur anderen direkt häkeln. So. Oder vernähen, wen habt ihr entschieden für Wollnadel, ist egal. So, ich habe jetzt alle 4 Teile verbunden und zwar mit helleren Garn, überall, wo das hell ist, auf dieser Stelle. Und es ist noch 2 Stellen geblieben vor diesem Henkel. Hier Stück und da Stück. Und die mache ich mit Dunkelfarbe. Da habe ich abgeschnitten ein Stück. Da muss man später verstecken, vernähen. Und damit das schön bündig aussieht, das ist die letzte Masche. So wie gewöhnlich in hintere Wand und rausziehen, Dunkelfarbe schon. So, und durch diese Masche und es entsteht erste Masche aus Dunkelfarbe. So, und dann weiter, wie gewöhnlich, in jeder Reihe Kettmasche häkeln. So, das bisschen nachziehen danach. Und bis zu hier
bis zu dieser Stelle häkeln. Hier ist es schon ein Zopf, dann lasse ich einfach so. Wer mag, kann bis zu Ende häkeln. So, genau dasselbe auf die andere Seite. Hier auch eine Masche nach oben. Genau hier, dieses Stück mache ich auch mit Dunkelfarben. So, und danach sehen Sie ein bisschen so Relief hier. Das kann man alles rausbügeln, wenn Sie aus dem Baumwollgarn häkeln. Wenn aus Polypropylengarn, klar, kann man das nicht bügeln, weil dann Garn schmilzt. So, und weiter geht's. Die andere Seite habe ich jetzt auch umgehäkelt und ich möchte zeigen, wie man die saubere Abschluss von allerletzter Masche bekommt. So, abschneiden, dann das rausziehen und schauen Sie hier, wo die Henkel anfängt. Durchstechen, das durchziehen und wieder an die Stelle, wo das rausgeht, bringen. Also das heißt, von unten schauen Sie, wo das Garn rausgeht, genau unter diese Masche und dann oben in die Masche raus. So, und durchziehen. Und fertig. Es ist sauber abgeschlossen. Ein bisschen nachziehen, damit das nicht zu locker wird. So, das war's. Jetzt auf diese Etappe kann man alle Endstücke durchziehen, durch die Maschen, ein paar Stück Maschen runter oder zur Seite, ist egal, was Ihnen lieber. Paar Maschen durchziehen und vernähen. Wenn die Tasche mit gehäkelten Griffen wird, hier vernähen. So, dann kann sie problemlos in Waschmaschine gewaschen werden. Handwäsche oder ich denke 30 Grad geht auch. So. Als nächstes müssen wir die Griffe annähen. So, wenn man hat mit Kunstleder Griffen, dann sieht das so aus und nimmt man eine Wollnadel und einfach durch die alle Öffnungen hinnähen. Genauso wie die andere direkt nebendran. So. Und mit gehäkelten Griffen geht das selber. Schauen Sie hier. Besser so. Ich habe am Ende hier Wollnadel reingemacht. Gerade ausrichten und zu dieser Stelle genau so gerade anbringen. So sieht das dann aus. Und ich habe entschlossen, mit Wollnadel zu nähen. Kann man auch mit Kettmaschen auch hier zusammen verbinden. So, einmal unten durchziehen. So. Und dann mehrere Stichen hoch und runter zusammen nähen. So. Einmal diese Richtung und dann einmal zurück. Und dann entstehen so welche Kreuze. So sieht das in eine Richtung. Jetzt
komme ich zurück wieder an dieselbe Stelle rein und hier an dieselbe Stelle auch. So, und dann hier wieder und hier unten. Also doppelt man genäht. So, dann sieht man so zickzack. Allerletzte kommt genau an dieselbe Stelle. So sieht das hier aus und genau dasselbe von anderer Seite. Und jetzt diese Ende, genau das wie vorher alles verstecken und alles vernähen. So, hier ein bisschen weiter. Auf diese Weise macht man auch andere Seite. Genau dasselbe, gerade ausrichten, hier und zusammennähen. Die Tasche ist fertig. Ich habe alle Endstücke versteckt und vernäht. So sieht das innen aus. Auf Wunsch kann man jetzt auch Innenfutter einnähen und Magnetverschluss. Hier ungefähr zum Schließen. So, und aus den Garnresten kann man auch eine Quaste anfertigen. Video dazu findet ihr auf meinem YouTube-Kanal und unten in der Beschreibung steht ein Link direkt zu diesem Video. So, und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachhäkeln. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach mir schreiben. Ich versuche so schnell wie möglich euch zu helfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.